Ja, und Christoph, dass die Russen diese Erfolge zu verzeichnen haben, das hat ja offensichtlich auch zu tun mit dem Einsatz einer neuen Drohnentaktik. Wie genau sieht diese Taktik denn aus? Also ich denke, die Erfolge, die die Russen zurzeit erzielen, unter schwersten Verlusten, das muss man natürlich auch immer hinzusagen, basieren auf den unterschiedlichsten Herangehensweisen. Natürlich sind das die Gleitbomben, das ist die Artillerie, das ist auch ein Übergewicht an Personal, also an Infanterie, und die Drohnen spielen da eine große Rolle. Und jetzt haben sich die Russen da etwas Neues einfallen lassen, was wohl sehr effizient ist. Das heißt, sie betreiben ihre Kamikaze-Drohnen zu einem großen Teil mit Glasfaserkabeln. Und das Ganze, was jetzt klingt wie ein Schritt zurück, sind 2 Schritte nach vorne in diesem Krieg. Weil normalerweise werden diese FPV-Kamikaze-Drohnen mit einer Fernbedienung gesteuert, ohne eine Kabelverbindung zwischen Drohne und Fernbedienung. Und damit werden sie natürlich extrem anfällig für Jammer, also für elektronische Kampfmittel, weil die Ukrainer immer wieder die Frequenzen der russischen Drohnen auftun und sie dann stören, und dann werden diese FPV-Drohnen zum Absturz gebracht. Wenn man das Ganze über Glasfaserkabel laufen lässt, funktionieren die elektronischen Kampfmittel nicht mehr. Und funktionieren auch die Jammer nicht mehr. Und dazu sind die Russen jetzt massenhaft übergegangen. Das heißt, die Kamikaze-Drohnentaktik ist wesentlich effizienter geworden, und das bereitet den Ukrainern große Schwierigkeiten. Und mittlerweile scheint es so zu sein, dass die Ukrainer und die Russen in Bezug auf Innovationen bei Drohnen auf Augenhöhe sind. Zu Beginn des Krieges war das so, dass die Ukrainer einen meilenweiten Vorsprung hatten, weil die Russen die Drohnentaktik oder den Einsatz von Drohnen komplett verschlafen haben.